man kann hier freiheitlich arbeiten. Meine private Steuererklärung kann ich innerhalb von einer halben Stunde am PC ausfüllen. Und niedrige Steuern ist ein Grund, warum einige hierher kommen. Es ist ein schönes, ein angenehmes Leben mit einem höheren Lebensstandard als in Deutschland. Das angenehme Klima ist natürlich auch ein Thema. Für manche ist ein Thema, dass Mauritius auf der Südhalbkugel liegt. Und natürlich das Tor zu Afrika. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen zu unserem Podcast an alle unsere Zuschauer und Zuhörer heute. Ein interessantes Thema. Wir sprechen ja heute über Mauritius. Und Mauritius, eine interessante Insel im Indischen Ozean. Man könnte vielleicht sogar sagen, die interessante Insel im Indischen Ozean. Aber da wollen wir dann mit unserem Gast noch mehr drüber sprechen. Viele einzigartige Merkmale, wenn man sich ein bisschen mit der Insel beschäftigt, wie zum Beispiel tolles Klima, Zeitzone, tolle Strände, aber, und das hat mich jetzt auch sehr interessiert, als ich angefangen habe, mich das erste Mal mit der Insel zu beschäftigen, man spricht bei dieser Insel auch von wirtschaftlicher Stabilität. Also man sagt angeblich, und da wollen wir heute drüber sprechen, hätte Mauritius oder wäre Mauritius eine der stabilsten Volkswirtschaften Afrikas oder hätte sich sogar zu einem wichtigen Finanzzentrum entwickelt oder ist dabei. All das sind Fragen, über die wir heute sprechen müssen. Und wir freuen uns sehr, heute unseren Gast, einen Experten für Mauritius an Bord zu haben, sozusagen, den Hartmut Sieber. Hartmut, schön, dass du da bist und stell dich doch unseren Zuhörern am besten einmal selbst vor. Ja, also vielen Dank, Daniel, für die kurze Einführung. Ich bin auch froh, hier zu sein. Ich bin begeistert, wenn ich die Gelegenheit habe, über Mauritius zu sprechen. Das ist ja meine Heimat, meine neue Heimat, mittlerweile seit 7 Jahren. Und was mich hier begeistert, sind eine ganze Menge Dinge, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber vielleicht, warum bin ich überhaupt hierher gekommen? Da gibt es eine ganze Menge Gründe, aber der allerwichtigste Grund, es war eine strategische Entscheidung. Denn ich hatte einen Afrika-Fonds gemanagt, hatte mich schon so seit 2006 auf das Thema Afrika spezialisiert, weil ich gesehen habe, okay, neuer säkularer Trend im Rohstoffzyklus hat begonnen. Afrika ist von den internationalen Investoren noch nicht entdeckt worden. Und ganz ehrlich, da habe ich in meinem Bauch gespürt, Afrika kommt und das ist, wo du sein solltest. So, dann hatte ich den Afrika-Fonds gemanagt und habe dann allerdings gemerkt, dass man Afrika nicht wirklich vom heimischen Schreibtisch in Deutschland aus bearbeiten kann. Vor allem ging es dann auch später, nach dem Fonds, darum, Direktinvestitionen zu prüfen, Gesellschaften in Afrika zu gründen, Holdingkonstruktionen aufzusetzen. Und da gibt es in ganz Afrika nur einen interessanten und geeigneten Finanzstandort und Holdingstandort, und das ist Mauritius. Ja, klingt interessant. Müssen wir nachher noch mehr ins Detail gehen. Jetzt hast du das von der unternehmerischen Seite oder Finanzseite ja schon beleuchtet. Jetzt haben wir natürlich immer wieder auch Zuschauer, Interessenten, Mandanten, die jetzt generell Länder miteinander vergleichen. Also wir stellen ja selber auf unserer Webseite Wohnsitz Ausland eine ganze Reihe über 40 Länder vor, die aus dem einen oder anderen Grund sehr, sehr interessant sind. Und wenn du jetzt mal generell zum Auswandern, also jemand, der einfach sagt, ich will ausflaggen, ich bin jetzt auf der Suche nach meiner künftigen Heimat, kannst du vielleicht nochmal die anderen Vorteile, die es auch noch gibt von diesem tollen Land als Auswanderungsziel aufzählen für uns kurz? Ja, also einmal ist Mauritius eine Insel der Freiheit. Also die Freiheitsgrade sind hier sehr hoch. Als Privatmensch, als Unternehmer, als Finanzexperte. Wenn man jetzt mal so die Unternehmensgründungsformalitäten und Einbürgerung, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter, diese ganzen Formalitäten hinter sich hat, dann lässt einen die Regierung in Ruhe. Man wird nicht gegängelt,
Man kann hier freiheitlich arbeiten. Meine private Steuererklärung kann ich innerhalb von einer halben Stunde am PC ausfüllen. Und natürlich, niedrige Steuern ist ein Grund, warum einige hierher kommen. Es ist ein schönes, ein angenehmes Leben mit einem höheren Lebensstandard als in Deutschland. Bei gleichen Ausgaben kriegt man hier sehr viel mehr. Das angenehme Klima ist natürlich auch ein Thema. Für manche ist ein Thema, dass Mauritius auf der Südhalbkugel liegt. Und natürlich das Tor zu Afrika. Es gibt noch ein paar andere wirtschaftliche Sachen. Freihandelsabkommen mit China, Freihandelsabkommen mit Indien sind jetzt relativ neu und die tragen zur Attraktivität von Mauritius natürlich auch mit dazu bei. Ja, sehr schön zusammengefasst. Jetzt, wie kann ich mir das vorstellen? Also, du bist ja jetzt wahrscheinlich nicht der einzige Deutsche auf Mauritius. Also, es ist immer so interessant, wenn ich irgendwohin auswandern möchte, fühlen sich viele ja wohl, wenn da einige Landsleute schon da sind. Und in einigen Ländern gibt es ja, gerade in Südamerika zum Beispiel, in südamerikanischen Ländern gibt es ja Communities, Deutsche, übrigens auch in vielen anderen Ländern, die ich jetzt mal der Zeit halber gar nicht alle aufzählen will. Aber wie kann man sich das in Mauritius vorstellen? Was erwartet mich? Also, ganz ehrlich, Daniel, im Moment sind es noch relativ wenige Deutsche. Es gibt eine kleine Community, die trifft sich einmal in der Woche samstags zum Brunchen in einem Café an der Nordküste. Und aber mit meinen Klienten, die ich jetzt auch hierher bringe, bin ich auch dabei, eine neue Community noch aufzubauen. Und du hast vollkommen recht, das sind auch Vorstellungen, die jetzt oder Fragen, die Klienten stellen, die hierher kommen wollen. Wie sieht es mit einer Community aus? Kann man sich vernetzen? Und das Schöne ist, Mauritius ist ja relativ klein. Also 60 Kilometer Nord-Süd, 40 Kilometer West-Ost. Und man ist innerhalb von einer Stunde, maximal 1,5 Stunden, von jedem Ort an jeden Ort der Insel gefahren. Das heißt, wir sind kein Flächenland, wo man weite Strecken zurücklegen muss, sich dann auch so eine Community zersplittert, sondern wir sind konzentriert an einem Ort. Verstehe. Und die Deutsche aber jetzt, die Deutschen, mit denen du jetzt zum Beispiel sprichst, wo du sagst, das sind deine Klienten oder deine Kunden, die du berätst, auch dahin zu kommen, was sind das für typische Deutsche, die jetzt nach Mauritius kommen? Sind das jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Familien mit Kindern? Sind das digitale Nomaden? Sind das Unternehmer, die vielleicht von dort aus irgendwo, oder Selbstständige, die da von dort aus arbeiten wollen? Oder sind das Investoren, die vielleicht sogar eine Ambition jetzt neu, wie du sagst, China und Indien haben? Oder was ist so, gibt es überhaupt den typischen Mauritius-Liebhaber? Also du hast jetzt eine ganze Bandbreite aufgezählt und ich muss sagen, die komplette Bandbreite kommt auch hierher. Also es ist jetzt kürzlich eine Familie mit 2 kleinen Kindern hierher gekommen. Sie ist Online-Unternehmerin. Er hat seinen Job in Deutschland nicht mehr ausgehalten, muss sich jetzt hier neu finden, geht auch in den Online-Bereich rein. Dann haben wir natürlich IT-Fachleute, Internetfachleute, die von einer guten Zeitzone und von stabilen Internetverbindungen profitieren. Dann gibt es Investoren, die hier ganz gezielt nach Immobilien Ausschau halten, teilweise den Blick nach Afrika haben. Dann gibt es die Pensionäre oder Ruheständler oder Privatiers, die sich einfach einen schönen Lebensabend hier in Mauritius gönnen wollen. Ja, hast du gut aufgezählt. Müssen wir dann unbedingt nochmal diese einzelnen Gruppen nochmal im Kopf behalten, wenn wir dann später noch über Steuern und Finanzen sprechen, weil da gibt es bestimmt dann auch das ein oder andere noch, was man wissen muss, gerade wenn man zu der einen oder anderen Gruppe eben gehört. Toll. Jetzt hast du vor uns gerade schon erwähnt, also es gibt da jemanden, der vielleicht online arbeitet, so als Freelancer, wie auch immer. Wie kann man sich da die technischen Voraussetzungen vorstellen auf Mauritius? Also Internetanbindung, wie gut im Vergleich zu anderen Ländern oder wie sicher ist der Strom? Wir hatten ja vor einiger Zeit auch einen Podcast mit Südafrika. Auch Südafrika ist steuerlich sehr, sehr interessant für einige. Dadurch, dass man da die ersten 5 Jahre steuerfrei leben kann, bei richtiger Gestaltung zumindest. Und auch wegen der Zeitzone. Die ist ja aber wahrscheinlich, Mauritius hat welche Zeitzone jetzt?
Das ist UTC +4, das heißt Zeitverschiebung gegenüber Deutschland in der Sommerzeit 2 Stunden, in der Winterzeit 3 Stunden. Okay, also auch noch sehr, sehr interessant, ne? Aber was uns zum Beispiel bei Südafrika aufgefallen ist, das ist auch mitten im Interview dann oder im Podcast-Gespräch leider passiert, war dann bei einem unserer Gäste halt der Strom weg. Und er sagt, ja, das ist leider so. Also damit müssen wir hier leben. Das passiert jeden Tag möglicherweise oder zumindest jede Woche mehrmals. So, was erwartet mich da auf Mauritius? Also ich vergleiche jetzt mal Mauritius mit Deutschland. Wir haben hier ein so gutes Internet und eine so gute Internetabdeckung, dass ich würde mal sagen, 95% aus aller Haushalte, wenn man sich jetzt hier eine Wohnung mietet oder eine Immobilie kauft, hat man das fast überall, Glasfaserverbindung. Und ich lebe jetzt hier im Zentrum, im zentralen Hochland. Ich lebe jetzt hier seit einem guten Jahr an meinem neuen Standort. Ich hatte vielleicht 2 oder 3 Stromausfälle insgesamt, die vielleicht eine halbe Stunde gedauert haben. An einigen Orten gibt es alle 2, 3 Monate sonntags mal tagsüber eine Komplettabschaltung für Wartungsarbeiten, aber das war's. Also auf gut Deutsch, Stromversorgung ist hier sehr stabil und ich vermute mal stabiler als in Deutschland in der nächsten Zeit. Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Und Mauritius ist mit 4 Tiefseekabeln mit der Welt verbunden. Das heißt, hier haben wir also auch eine Redundanz und eigentlich gute Bandbreiten. Ja, klingt sehr gut, ne? Weil ich habe es deswegen auch gefragt, weil wir haben doch den ein oder anderen Mandanten, Interessenten, der sich zum Beispiel wegen der möglichen, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig, drohenden Blackout-Gefahr auch umsieht und irgendwo sagt, ich gehe in ein anderes Land, wo generell übrigens ja nicht nur Blackout, also wo Energie einfach bezahlbar ist und günstig ist, ja, und wo ich mir wenig Sorgen machen muss. Bei uns in Deutschland haben wir eben das, ich sage jetzt bei uns in Deutschland, ich wohne ja auch schon seit 14 Jahren nicht mehr in Deutschland, aber ich sage mal in Deutschland, in unserer früheren Heimat, gibt es ja durchaus die Befürchtung, dadurch, dass eben diese immense Abhängigkeit von Gas besteht in der Stromproduktion und gleichzeitig durch die immense Investition in erneuerbare Energien ja eigentlich die Abhängigkeit sich von anderen Energielieferanten vergrößert, weil ich muss ja immer mit einer sogenannten Dunkelflaute rechnen. Das heißt, wenn keine Sonne scheint, kein Wind weht, brauche ich immer ein Backup. Also für jedes Windrad, was man baut, muss man in irgendeiner Art und Weise wissen, ich bekomme mindestens vom Nachbarn aus Polen oder Frankreich oder von wo auch immer, für diesen Fall dann zumindest Strom. Oder ich muss ihn halt selbst bei mir das Backup vorrätig halten. Das macht vielen Menschen Sorgen und deswegen stellen wir die Frage immer wieder, wo bekommt oder wie generiert Mauritius den Strom? Also was gibt es da? Gibt es Solar, Wind? Sonne wird ja mehr scheinen als in Deutschland. Oder wird da Gas benutzt oder Kohle wahrscheinlich auch eher nicht, kann ich mir vorstellen. Also wie wird der Strom denn hergestellt in Mauritius? Weißt du das? Also zunächst mal wird Mauritius auch erneuerbare Energien aufbauen. Es gibt schon Solarfarmen. Es gibt auch das ein oder andere Windrad. Solarfarmen werden weiterhin noch aufgebaut. Also wir sind ja auf 20 Grad südlicher Breite und Sonneneinstrahlung ist hier intensiv, im Durchschnitt 6, 7 Stunden am Tag, Sommer wie Winter. Damit kann man arbeiten. Da kann man sehr gut mitarbeiten. Dann Primärenergie, fossile Brennstoffe, die werden zu über 90% aus den Arabischen Emiraten importiert. Also eins der Länder, die jetzt von der Lieferfähigkeit und Lieferbereitschaft völlig unproblematisch sind. Und insofern bin ich hier ganz beruhigt. Ja gut, also dann werden auch unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt beruhigt sein. Ja, und was du noch eben gesagt hattest zum Thema Energiewende, habe ich mich auch sehr intensiv mit beschäftigt. Also jetzt sollen ja die Windkraft soll ja weiter ausgebaut werden, aber man kommt nicht dazu, eben diese redundante Backup-Kraftwerke dann mit aufzubauen. Das heißt, je höher der Anteil der erneuerbaren Energien an der Energieerzeugung in Deutschland wird, umso instabiler wird das System. Und jeder Physiker, jeder Elektroingenieur weiß das.
die Energiewende, so wie sie jetzt geplant ist, kann nicht funktionieren. Sie wird auch nicht funktionieren. Es sei denn, die Nachbarländer investieren eben in andere, nicht erneuerbare Energien zum Beispiel. Dann kann Deutschland damit natürlich auch durch Zukauf von Nachbarländern ganz gut wirtschaften. Das ist halt die einzige Wahl. Ja, schon. Aber das ist halt ein Thema, ich glaube, das bringt uns jetzt zu weit weg von Mauritius. Genau. Aber auch ein spannendes Thema. Wir haben darüber auch 2 Podcasts schon gemacht zum ganzen Thema Blackout in Energie. Mauritius hat insgesamt knapp 2000 Quadratkilometer Fläche und es leben 1,3 Millionen Menschen hier. Also eine relativ hohe Bevölkerungsdichte, aber wir leben hier sehr friedlich miteinander. Wir haben ja 3 Weltreligionen, wenn ich das kurz einflechten darf. Die Hälfte ist Hindus, 1/3 ist Christen, 17% sind Moslems. Und wir haben dann eine Kirche, dann kommt ein Tempel, dann kommt eine Moschee, relativ nah beieinander. Und seit Hunderten von Jahren leben diese 3 Weltreligionen auf engstem Raum friedlich nebeneinander her. Sehr gut. Auch das ist ein wichtiger Grund, wenn wir da jetzt nochmal zur Attraktivität von Mauritius gerade nochmal einen Schwenk gemacht haben. Wie ist denn die Verkehrsanbindung? Das heißt, gibt es eigentlich Direktflüge nach Frankfurt oder anderen deutschen Flughäfen? Also Direktflüge gibt es nach Frankfurt, nach München gab es mal, ist teilweise nach Corona sind nicht sämtliche Flugverbindungen schon wieder voll etabliert, das muss man sagen. Aber vor Corona gab es auch Direktflüge nach München, nach Köln-Bonn, dann Paris, London, während der Hauptsaison auch Flüge nach Zürich und Wien inzwischen, Direktflüge. Und ansonsten Direktflüge nach Dubai. 2-mal pro Tag landet hier ein A380 von Dubai, meistens voll gepackt mit Leuten. Dann gibt es Direktflüge nach Indien, nach Ostasien, sogar nach Perth, nach Australien und in verschiedene afrikanische Länder. Klingt sehr gut. Gut, also jetzt ist die Entscheidung getroffen. Mauritius ist auf der Shortlist. Jetzt ist ja für viele Auswanderer oder Unternehmer, die es ins Ausland zieht, dann die nächste Frage, wie einfach oder schwer ist es, ein Visum, eine Aufenthaltsgenehmigung und, falls es nötig ist, auch eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Da müssten wir jetzt mal drüber sprechen. Okay, fangen wir mal mit dem Visum an. Vor 1,5 Jahren hat Mauritius ein neues Visum eingeführt. Das ist das sogenannte Premium-Visa. Das kann man online beantragen. Das geht über eine Web-Applikation. Man muss dann bestimmte Dokumente hochladen. Und dann bekommt man innerhalb relativ kurzer Zeit ein Approval in Principle. Das kann man dann ausdrucken, kann das hierher mitnehmen und beim Flug am Gate dann einfach bei der Einwanderungsbehörde vorzeigen. Dann gibt es ein entsprechendes Visum. Und das ist dann zwischen 6 und 12 Monate gültig. Das kann man beantragen, wie man will. Ist dann auch verlängerbar. Und mit dem kann man sich dann in Ruhe, wenn man schon hier in Mauritius ist, sich dann für ein längerfristiges Visum und auch Arbeitserlaubnis bewerben. Man muss nicht mehr das Land verlassen, wenn sich das Visum dann wechselt. Das war früher mal so, ist aber jetzt nicht mehr so. Und also der Kunde, der am schnellsten sein Premium-Visum bekommen hat, der hatte gerade mal 14 Stunden darauf gewartet und hatte dann schon das Approval in Principle. Wenn es bei manchen Dokumenten Schwierigkeiten gibt, dann kann das auch mal 2-3 Monate im Extremfall dauern. Aber normalerweise geht das sehr schnell. Und für diese erste Stufe, dieses Premium-Visa, wie viel Kosten muss man da ungefähr rechnen, so als Hausnummer? Gar nichts. Gar nichts. Also staatliche Kosten nicht, das gibt es umsonst. Bei den anderen Visa gibt es dann Kosten, das sind beispielsweise $1.000 einmalig. Gut, da haben wir das Thema mit dem Visa. Jetzt hast du gesagt, dann später geht also die Sache im Land weiter. Also was gibt es denn dann jetzt noch für verschiedene Visa-Arten, die jetzt überhaupt für mich in Frage kämen als Auswanderer? Oder was wäre mein Ziel? Gibt es auch sowas wie eine unbefristete, also dauerhafte Residenz, ja, und so weiter und so fort? Da bieten ja gerade südamerikanische Länder sehr interessante Sachen an.
Also was gibt es so für weitere Optionen, unter denen ich jetzt Also vielleicht... ich fange mal an dem hochwertigsten Visum und gehe dann nach unten schrittweise weiter. Das höchstwertige oder Residence Permit ist, wenn man eine Immobilie kauft, im Gegenwert von mindestens 375.000 US-Dollar, dann bekommt man inklusive Lebenspartner oder Ehepartner und Kinder, die noch nicht verheiratet sind und nicht eigenes Einkommen haben. Dafür gibt es eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis, solange du die Immobilie besitzt. Interessant. Würde jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, solange Kinder kein eigenes Einkommen haben, ich komme jetzt zum Beispiel mit 15-jährigen Tochter oder Sohn dahin und dann irgendwann nach 3 Jahren hat die ein eigenes Einkommen, dann fällt sie bei mir raus oder zählt es dann weiter? Was ist einmal Ja, von, wenn sie dann hier ein eigenes Einkommen hat, zum Beispiel, weil sie einen Job hat, dann kann sie darüber ein ganz normales Occupation Permit beantragen. Das ist also so die klassische Arbeitserlaubnis, wenn man in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis steht, ist auch überhaupt kein Problem. Okay. Also generell würdest du jetzt sagen, dass Mauritius ein einwandererfreundliches Land ist. Das heißt, es Auf jeden gibt Fall. geringe Hürden sozusagen, die man bringen muss. Dann lass uns doch jetzt nochmal zum Beispiel, wenn ich also jetzt, ich möchte jetzt 1 oder 2 Jahre bleiben in dem Land. Mhm. Was brauche ich denn für Dokumente? Was muss ich nachweisen? In vielen Ländern muss man Einkommen, Krankenversicherung nachweisen und so weiter und so fort. Also wie sind die Anforderungen jetzt für den nächsten Schritt? Ja, lass mich kurz auf die anderen Visa-Arten ganz kurz eingehen. Gerne. Es gibt dann die Möglichkeit, als Investor eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Da ist die einzige Bedingung, dass man 50.000 US-Dollar investiert. Also von außen hierher nach Mauritius bringt. Man kann da das eigene Unternehmen mit Startkapital versorgen. Man kann das Kapital auch aufbrauchen, das ist überhaupt kein Thema. Nur einmal muss es am Anfang eben eingezahlt werden. Auch So. sehr interessant. Mhm. Mit der Aufenthaltsgenehmigung haben Sie auch das Recht, ein Unternehmen zu gründen, vollwertiges Unternehmen mit Angestellten und allem drumherum. Mhm. Dann gibt es noch eine kleine abgespeckte Version, das nennt sich Self-Employed Residence Permit und Self-Employed Visa. Mhm. Da muss man 35.000 Dollar einzahlen und hat dann die Möglichkeit, eine Ein-Mann- oder eine Frau-Firma zu gründen und darüber dann wirtschaftlich tätig zu sein. Und So, dieses Visum, ganz kurz mal nachgefragt, ja. dieses Visum, was ich dann bekomme, ist jeweils wie lange gültig und wie funktioniert es dann mit der Verlängerung? Also das ist dann unterschiedlich. Normalerweise erst mal 3 Jahre. Dann werden bestimmte Voraussetzungen geprüft, ob die erfüllt wurden, also bestimmter Mindestumsatz oder ein bestimmter Mindestgewinn. Und dann wird es auf 10 Jahre verlängert. Und man kann dann auch innerhalb dieser Zeit, wenn die Ziele erfüllt sind, auch schon auf 20 Jahre wechseln. Das heißt, ach so, und diese Bedingungen sind in den letzten Jahren eigentlich von Jahr zu Jahr günstiger geworden. Also Mauritius wird Schritt für Schritt attraktiver. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und jetzt mache ich einen kleinen Schwenker auf eine andere Visumsart, nämlich die eines Retired Non-Citizen. Mhm. Das heißt, einer, der sich zur Ruhe setzen will. Und das Interessante ist, das gilt schon für Leute ab 50 Jahren aufwärts. Also ein Alter, wo wir eigentlich noch voll im Saft sind. Ich wollte gerade Und sagen, könnte ich ja schon loslegen jetzt. genau. Das nennt sich eben Senioren-Permit und das gilt dann gleich für 10 Jahre. Mhm. Und wenn Sie hierher kommen, kein Problem, aber Sie dürfen dann nicht arbeiten. Mhm. Wenn Sie das wollen, dann lieber eins der anderen Visumsarten. Also, weil du sagst, sie dürfen nicht arbeiten, gilt das dann sowohl für inländische Arbeit als auch eingeschlossen Auslandseinkommen, zum Beispiel durch Arbeiten über Internet? Ist das eingeschlossen? Das ist schon eingeschlossen. Also, wenn man es im kleinen Rahmen macht, weil man zum Beispiel jetzt sein persönliches Vermögen managt, das ist kein Problem. Aber wenn ich mit ausländischen Kunden mit Erwerbstätigkeit Geld verdiene, dann brauche ich dann ein dazu passendes Permit. Okay. Verstehe.
So, und jetzt zu den Dokumenten. Das ist ganz wichtig. Also wer sich für das Premium-Visum interessiert, der muss vor allem eine in Mauritius für die gesamte Dauer dieses beantragten Aufenthaltszeitraumes gültige Krankenversicherungsabdeckung nachweisen. Und da muss auch konkret erwähnt werden, dass Covid-19-Erkrankungen und alles, was damit zusammenhängt, mit abgedeckt ist. Mhm. Ansonsten an Dokumenten, die man für alle möglichen Dinge braucht, auch für die Bankkontoeröffnung, Geburtsurkunde im Original von einem vereidigten Übersetzer ins Englische oder Französische übersetzt. Dann eine Verbrauchsabrechnung oder eine andere Dokumentation, wo die aktuelle physische Adresse hervorgeht, der sogenannte Proof of Address. Das darf nicht älter als 3 Monate sein, muss auch auf Englisch übersetzt sein. Muss jetzt nicht aus Deutschland sein, kann natürlich aus einem beliebigen Ausland auch sein, oder? Ja, natürlich, natürlich. Und dann ein sogenannter Bank Reference Letter. Ohne das wird man keinen Bankkonto eröffnen können. Das heißt jetzt ein Brief von deiner Bank, dass du jetzt so und so viele Jahre da Kunde bist und dass die Kontoverbindung zufriedenstellend ist. So, das sind so die wesentlichen Dinge. Mhm. Klingt übersichtlich, erstmal vom Prinzip her. Ja. Es ist übersichtlich, wenn man auf diese Kleinigkeiten achtet, also maximal 3 Monate. Und zwar dann, wenn die Genehmigungsprozedur dann anfängt. Und wenn dann irgendwie eine Verzögerung kommt und dann ein Dokument ist plötzlich älter als 3 Monate, dann musst du das dann nachreichen. Und das kann manchmal halt ein bisschen tricky sein. So, und jetzt die Übersetzung zum Beispiel von Dokumenten, die du erwähnt hast, und auch die Krankenversicherung, könnte die auch in Mauritius erstellt und abgeschlossen werden, oder muss das alles da von meinem ursprünglichen Heimatland oder Herkunft? Nein, das muss eine internationale Krankenversicherung sein. Hier die Versicherungen, die kann man im Prinzip vergessen, weil erstens haben die lange Wartezeiten, bis zu 2 Jahren, bevor dann der Versicherungsschutz dann gültig ist. Und dann gilt die auch nur in Mauritius. Man kann dann nicht mitreisen, also damit ist man nicht gut bedient. Okay, verstehe. Gut. Ja, war also ein schöner Überblick und hätte mich jetzt überzeugt, wenn bei mir Mauritius auf der Shortlist ist sozusagen. Ich würde jetzt also dann ich jetzt als dein Klient, Mandant, würde jetzt zum nächsten Schritt übergehen, würde sagen, okay, dann will ich jetzt mehr wissen. Und mehr wäre jetzt zum Beispiel, immer wieder die Frage, wie ist es mit einer Arbeitserlaubnis oder Arbeitsgestattung? Und da gibt es ja verschiedene Dinge, die wir beleuchten müssen. Das eine ist ja aus steuerlicher Sicht. Also generell zum Beispiel macht mich oder ist mir eine Tätigkeit zum Beispiel in Mauritius für eine ausländische Firma gestattet, ohne dass das lokal besteuert werden muss zum Beispiel. Das ist die eine Sache, die viele Mandanten interessiert. Das spielt ein bisschen dann in unser Steuerthema sowieso rein, was wir nachher noch besprechen wollen. Aber vor allem auch generell, also ist in vielen Ländern, wenn ich als Tourist einreise, ist mir generell eine Berufstätigkeit nicht gestattet, auch nicht eigentlich in diesem Land für meinen ausländischen Arbeitgeber. Das schließt in fast keinem Land das Touristenvisum ein. So, jetzt ist also die Frage, wenn ich eine der anderen Visa-Arten habe, ist dann Arbeiten in Mauritius für mich, für einen ausländischen Arbeitgeber gestattet? Ist das erlaubt? Und zweitens, gibt es jetzt so Mandanten zum Beispiel, die Arzt sind oder Rechtsanwalt? Und die fragen auch häufig mal nach. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Arzt wäre oder Krankenschwester zum Beispiel, dürfte ich in dem Land dann überhaupt, mein Beruf würde anerkannt, darf ich daran arbeiten? Das wäre mal so eine Sache, wo wir mal langsam in dieses Thema einsteigen können. Oder vielleicht ist es auch so, dass ich deswegen auswandere, weil ich da jemanden gefunden habe, der mich braucht. Also irgendein Unternehmer, vielleicht auch schon ein Deutscher, der da ist. Der sagt, hier, ich bringe dich jetzt dahin und ich mache dein Visum darüber, dass ich dich einfach einstelle in meine Firma. Oder noch jemand gründet vielleicht ein Unternehmen, bringt da noch jemand aus der Familie mit über diese Firma, die er gegründet hat und so weiter. Das ist ein relativ komplexes Thema. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, über das Thema Arbeitserlaubnis zu sprechen. Genau. Und spielt ja dann auch ein bisschen hinein, muss ich vor Ort eine Firma gründen?
kann ich mit zum Beispiel einer LC oder sowas oder einer LTD in England zum Beispiel, also UK arbeiten? Oder wie machen das die Leute typischerweise, die dahin auswandern? Also, wer hier mit einem Premium-Visum herkommt, der darf seine deutschen Kunden oder ausländische Kunden von hier aus ohne weiteres und ohne weitere Genehmigung betreuen und kann dafür auch Geld verdienen. Das ist schon mal sehr gut. Dann, wenn man jetzt abhängig beschäftigt wird in einer hier ansässigen Firma, dann braucht man ein sogenanntes Occupation Permit. Das gilt dann auch zunächst für 3 Jahre, dann später für 10 Jahre. Da muss man nur einen Mindestgehalt von 60.000 Rupien haben. Das sind so ungefähr 1.300 Euro. Im IT-Bereich ist es die Hälfte und ansonsten gibt es dann keine Beschränkungen. Man muss allerdings da aufpassen. Das gibt manchmal dann so ein bisschen Konfliktbedarf, weil man vielleicht von der falschen Vorstellung ausgekommen ist. Wenn man eine eigene Firma gründet und da der größte Gesellschafter ist, also Gesellschafter mit dem größten Anteil und am Ende noch Direktor ist, dann kriegt man dafür kein Occupation Permit. Also wer hier auf ein Occupation Permit hinkommt, der darf A, kein Direktor in seiner eigenen Gesellschaft sein. Klammer auf, gibt es einen ganz einfachen Workaround, in dem man dann als Chief Executive Officer bestimmt wird, mit ähnlichen Rechten und Pflichten wie ein Direktor, Klammer zu. Und man darf auch nicht größter Anteilsinhaber sein. Es sei denn, ich gründe eine Firma und zahle auf das Konto 50.000 Euro ein, wie ich vor uns gelernt habe. Weil dann habe ich dann hast du alle Freiheiten. Dann habe ich die Freiheiten oder halt als Einmannfirma, als Freelancer 35.000. Dann, ja, genau. Also dieses Premium-Visum, nochmal, ich weiß nicht, ob ich es vor uns überhört habe, muss ich dort eigentlich nachweisen, wie das in vielen Ländern ist, dass ich in den letzten 6 oder 12 Monaten ein bestimmtes Mindesteinkommen immer hatte oder muss ich einen bestimmten Kontostand nachweisen? Für das Premium-Visum an sich nicht. Wenn du dann eine Bank vor Ort suchst, die dir ein Bankkonto eröffnet, das kann sein, dass danach gefragt wird. Also das ist eigentlich so mit das Komplizierteste, hier ein Bankkonto eröffnet zu bekommen, weil, und das ist ja weltweit ein Trend, die Banken werden immer bürokratischer. Das kommt von der OECD, das kommt von der EU, das kommt von FATCA, diese ganzen Anforderungen. Und Anti-Geldwäsche-Gesetz hin und her, das ist nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man braucht vor allem dann, auch wenn du zum Beispiel eine Immobilie kaufen willst, brauchst du einen Vermögensnachweis, also legalisiertes, erklärtes, darlegbares, beweisbares Vermögen. Jetzt braucht man, wenn man dort gehen wir mal an, es gibt ja einige, die sagen, ich komme erstmal auf 1-2 Jahre, lege ich das mal an, mir das Land anzugucken, zu sehen, ob ich dann für immer bleibe. Braucht man unbedingt ein lokales Bankkonto? Also es gibt zum Beispiel Länder, selbst europäische Länder wie zum Beispiel Griechenland, da kommt man ohne ein lokales Handy und ein lokales Bankkonto eigentlich nicht so sehr weit. Ne? Also es ist schon vorteilhaft, wenn man das hat. Und wie ist das in Mauritius? Würde ich dort auch mit einem internationalen Schweizer oder europäischen oder ganz anderen UK-Konto zum Beispiel zurechtkommen oder braucht man ein lokales Bankkonto? Also wenn du zum Beispiel dir eine Wohnung mietest und dann kommen monatlich die Abbuchungen von der Miete und du musst dann Strom bezahlen, du musst Wasser bezahlen, da ist es einfach extrem günstig, hier ein lokales Konto zu haben. Das lässt sich dann alles automatisieren. Du hast dann Geldautomaten bald in jedem Supermarkt, wo du dir dann das Geld abholen kannst. Also nur mit einem ausländischen Bankkonto wird es schwierig und vor allem teuer. Okay. Gut, haben wir auch darüber gesprochen. Dann sind wir jetzt, denke ich, das Thema Arbeitserlaubnis und Selbstständigkeit haben wir jetzt so einigermaßen eigentlich ganz gut besprochen. Oder habe ich irgendwas vielleicht noch vergessen, was du sagst, das muss unbedingt erwähnt werden? Also ich möchte sagen, dass hier die Behörden sehr professionell agieren.
teilweise auch wirklich sehr schnell sind. Also wenn ich zum Beispiel mal eine Frage an die Mauritius Revenue Authority hatte, das ist das hiesige Finanzamt, weil ich zum Beispiel mit einer Internetapplikation nicht klargekommen bin, wusste nicht, wie ich die Steuererklärung jetzt machen soll, da kriege ich meistens noch am selben Tag einen Rückruf von einem freundlichen Mitarbeiter, der mir das dann erklärt, der sich dann die Zeit nimmt. Jetzt, wir hatten ja schon mehrfach angesprochen, das Thema als Selbstständiger arbeiten und auch lokale Firma gründen, zum Beispiel in Verbindung da mit dem Visum mit 50.000 Euro zum Beispiel als Investment dahin überweisen. 2 Fragen. Das erste, Firmengründung vor Ort. Was gibt es so für klassische Firmen, die man gründen kann? Also gibt es ja, wenn man das mal vergleicht mit dem, was wir in Deutschland vielleicht kennen, also Einzelfirma, dann generell, man kann ja als Selbstständiger auch arbeiten, ne? Im Prinzip, man kann als eine Einzelfirma gründen, man kann GmbH gründen, eine Aktiengesellschaft gründen und dann diese diversen Sonderformen, die es noch gibt. Was findet man denn auf Mauritius? Also es gibt vor allem 2 Unternehmensformen. Das eine ist die Domestic Company. Das heißt, das ist eine lokale Gesellschaft, die ist schon mit relativ geringen Kosten, kann man die gründen. Aber man muss tatsächlich dann hier sein. Das ist keine Gesellschaft, die du von Ausland aus machen kannst. Dann gibt es die Global Business Company. Das ist das, was die meisten Ausländer hier gründen. Das ist eine Firma, eine Limited, die dann hier Tax Resident ist. Das heißt, die hat hier eine Steuernummer und das ist auch ganz wichtig. Und zu den Substanzerfordernissen kommen wir vielleicht ein bisschen später. Dann gibt es noch eine Sonderform, die gibt es in Mitteleuropa überhaupt nicht. Das ist eine Protected Cell Company. Das gibt es zum Beispiel in Guernsey, das gibt es in verschiedenen anderen internationalen Steueroasen. Das ist eine schöne Gesellschaft mit verschiedenen Zellen, einer juristischen Person, aber mit abgeteilten Vermögensteilen mit eigener Gesellschafterstruktur, eigener Bilanz, eigener G&V. Dann gibt es Variable Capital Companies. Das ist ähnlich wie eine Protected Cell Company, wo aber jede Zelle auch ein eigenes Unternehmen sein kann, also eine eigene Körperschaft. Dann gibt es noch die Authorized Company. Die spielt aber keine große Rolle, weil es ist eigentlich eine Briefkastenfirma, die hier gar nicht ansässig ist. Also die können wir vor allem als Deutsche, können wir die gleich mal komplett streichen. So, und das sind alles jetzt Gesellschaften, Kapitalgesellschaften. Ja. Was du jetzt, also im Prinzip haben wir jetzt nichts dabei, was so unsere typischen Einzelfirma oder einer KG. Das ist hier sehr unüblich. Gut, es gibt jetzt noch so ein Pendant zur KG, das sind dann also Limited Partnerships. Das gibt es auch, aber die allermeisten Unternehmer, die gründen hier entweder eine Domestic Company oder eine Global Business Company. Hat auch den Vorteil, dass es hier kein Mindestkapital gibt. Also man kann hier mit 500 oder 1000 Dollar Stammkapital eine Firma gründen, ohne Probleme. Ja. Und ist dann einfach für die Firma ein Bankkonto zu eröffnen? Oder ist das dann genauso schwer wie für einen normalen Einwanderer? Also, oder wenn man jetzt eine Firma gründet, wird es dann automatisch einfacher, ein Bankkonto zu eröffnen? Also ist es so, bei den Global Business Companies ist hier zwingend erforderlich, dass eine lizenzierte Managementgesellschaft das Ganze für dich macht. Also von der Anmeldung über die ganzen bürokratischen Geschichten, dann Buchführung, Steuererklärungen, Compliance, das alles komplett. Und da gibt es auch rundum Sorglospakete. Und da ist dann die Eröffnung von einem Unternehmenskonto schon gleich mit drin. Ist Okay. also kein Problem. Macht Und Sinn. übrigens, auch ganz wichtig, so eine Global Business Company kann man immer noch aus der Entfernung gründen. Also man muss nicht unbedingt nach Mauritius kommen, um hier eine Gründung hinzukriegen. Klasse. Und wie lange dauert das so, bis die Firma ins Fliegen gekommen ist? Also von dem Tag, zum Beispiel, ich komme jetzt zu dir und du bietest das ja als Dienstleistung an, Unternehmen zu helfen, solche Firmen zu gründen. Und bis wann ist meine Firma jetzt am Fliegen? Also bei einer Global Business Company kann man so mit etwa 3 bis 4 Wochen rechnen. Und
erst wenn die Company dann im Unternehmensregister eingetragen ist, dann geht man in einem zweiten Schritt zur Bank und eröffnet dann das Bankkonto. Okay. Und das kann dann nochmal dauern zwischen 2 Tagen und 6 Wochen, je nachdem. Macht Sinn. Gut, haben wir schon wieder viel dazugelernt. So, jetzt wüsste ich also, warum ich nach Mauritius gehe. Ich habe jetzt so einen Überblick über das Thema Visum, wie ich das machen könnte. Arbeitserlaubnis haben wir auch schon gut drüber gesprochen. Ich wüsste jetzt, oder man kann sich jetzt Gedanken machen, will ich das als Selbstständiger tun, will ich eine Gesellschaft gründen? Das hat schon alles geholfen. Jetzt geht man so zu seiner Familie, also zumindest wer Familie hat, und versucht jetzt natürlich seine Frau und seine Kinder zu begeistern, da auch umzuziehen. Und da kommen plötzlich noch ganz andere Fragen. Das ist jetzt für uns Männer manchmal nicht so die erste Frage, ne? Wenn man da sowas ins Auge fasst, da geht man halt mehr so nach anderen Prioritäten, aber spätestens jetzt, wenn ich mit meiner Frau jetzt sprechen würde, dann ging es darum, ja, wo werden wir denn da wohnen und wie ist das und wie kann man sich das vorstellen? Wie lebt sich's da? Wie wohnt man da? Wie teuer ist das? Und ja, die Kinder haben natürlich auch dann solche Fragen, oder mit Kindern kommen automatisch noch die Fragen, was die Schule betrifft zum Beispiel. Wir haben ja viele Mandanten, die gerne ihre Kinder auch zum Beispiel in einem Online-Gymnasium oder vielleicht auch im Homeschooling unterrichten wollten, was in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, nicht möglich ist. Auch das ist eine Frage, die dann sich automatisch stellt. Du hattest vorhin das Thema Krankenversicherung angesprochen. Auch das ist eine Frage, die dann kommt. Ne? Man hat jetzt Kinder und die brauchen eine Zahnspange. Was haben wir denn da für Zahnärzte zum Beispiel im Land? Muss man da dann wieder nach Hause fliegen, um die Zahnspange anzuziehen, zum Beispiel? Ich vermute, okay. Ich kenne die Antworten alle schon, aber trotzdem, du bist ja der Experte und du müsstest uns jetzt dazu was sagen. Vielleicht mal fangen wir mit dem ersten Schritt an. Also wenn man sich jetzt für eine neue Heimat entscheidet, dann fängt man ja auf so typischen Immobilienseiten oder wo auch immer, wo man gucken kann, zu sehen, also wie könnte man wohnen, und viele... Lass uns mal mit den Fragen von den Frauen anfangen, weil das sind tatsächlich andere Fragen, die stellen als wir Männer. Also die Frage Nummer 1, die kommt: Wie sicher ist es auf Mauritius? Mhm. Kann man hier frei rumlaufen, ohne von Kriminalität bedroht zu werden? Und da kann ich nur sagen, ja, und zwar mit 3 Ausrufezeichen. Also Mauritius ist hier eine sehr, sehr sichere Insel. Es ist eine sichere Umwelt. Gut, in der Hauptstadt müsste man jetzt, sagen wir mal, Aktentasche und Handtasche immer schön fest beieinander haben. Also diese Taschendiebstähle, die gibt es halt so wie überall auf der Welt in den Großstädten. Dann sollte man im Auto nachts nicht unbedingt sichtbar Sachen liegen lassen. Aber ansonsten gibt es ja kriminalitätsmäßig überhaupt keine Probleme. Das heißt, hier in Mauritius ist man sicherer als in jeder deutschen Großstadt. Klingt gut. So. Dann das Thema Schulen. Es gibt hier sehr gute internationale Schulen, verstreut über die Insel. Die haben englischen Unterricht, teilweise Englisch und Französisch gemischt. Das heißt also, die Kinder lernen dann hier mehrere Fremdsprachen. Finde ich toll. Also einem Kind kann man nichts Besseres auf den Weg geben, als mehrsprachig aufzuwachsen. Da gibt es teilweise Wartezeiten. Also man muss sich dann, wenn man sich hierher orientiert und sich anmeldet, ganz schnell das Thema Schule und Anmeldung der Kinder auf den Weg bringen. Zum Thema Krankenversicherung hatte ich schon gesagt, internationale Krankenversicherung ist da am besten. Nicht so eine zeitlich befristete Expat-Versicherung, die dann nur für 5 Jahre gilt, sondern eine richtige internationale Versicherung. Und dann ist man hier gut abgedeckt. Übrigens, die Gesundheitskosten hier sind wesentlich niedriger als in Deutschland. Es gibt hier ein zweistufiges System. Also es gibt die staatlichen Krankenhäuser, die sind umsonst. Da braucht man auch gar keine Versicherung, da kann man hingehen, auch als Ausländer. Aber die Ausstattung ist dann schon verbesserungsbedürftig, sagen wir es so. Also sehr, sehr basic. Dann gibt es Privatkliniken. Da zahlt man dann entweder Cash
meistens Cash und lässt sich das dann hinterher von der Versicherung erstatten. Aber die Kosten, also ein Arztbesuch kostet dann so zwischen 30 und 40 Euro. Also es ist jetzt wirklich günstiger als in Deutschland. Und zum Thema Zahnarzt, also ich kenne hier einen südafrikanischen Zahnarzt mit eigenem Zahnlabor. Das ist technisch sowas von überlegen gegenüber den deutschen Zahnärzten, die ich so kennengelernt habe. Also das ist der helle Wahnsinn. Also fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Gibt es keine Gründe, da irgendwie ins Ausland zu gehen. Okay, überzeugt. Jetzt trotzdem nochmal meine erste Frage zu dem Blog war ja Wohnen und Leben. Ja. Und du hast zum Thema Leben eine ganze Menge jetzt erzählt. Aber gehen wir jetzt trotzdem nochmal zum Thema Wohnen zurück, weil man muss ja, also ich sag mal, wir, zumindest als Deutscher definiert man ja Lebensqualität wirklich sehr, sehr durch die eigenen vier Wände, vielleicht auch mal das Stück Garten, das man davor hat und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das, was in Deutschland zumindest für uns die Lebensqualität ausmacht. Und das wird natürlich vielen anderen Zuschauern, jetzt egal ob aus Schweiz oder Österreich, wissen wir, es ist eigentlich überall das Gleiche. Jetzt, was erwartet mich da? Was erwarten mich da für Kosten? Wie ist die Auswahl beispielsweise? Es ist einfach, was zu finden, schwer, was zu finden. Wie hilfst du zum Beispiel interessierten Zuhörern weiter? Das wären jetzt ein paar Fragen. Also der Immobilienmarkt ist sehr vielgestaltig. Es geht von Luxusvillen mit auf großen Grundstücken in traumhafter Lage bis hin zu kleinen Apartments. Also komplette Bandbreite. Dann gibt es bestimmte Regionen. Das sind die Regionen, wo sich die meisten Expats aufhalten. Das ist im Westen der Insel und im Norden der Insel. Da gibt es auch ein reichhaltiges Angebot. Also wenn man hierher kommt, findet man auf jeden Fall was zu mieten oder zu kaufen. Aber es ist im Moment ein Anbietermarkt geworden. Also vor allem, wenn Sie eine Villa mieten wollen, dann müssen Sie schon schnell sein. Also Sie können sich jetzt nicht ein interessantes Objekt mal für eine Woche reservieren lassen. Das Geschäft ist sehr schnell und eine neue Villa, die zu einem interessanten Preis in einer guten Lage auf den Markt kommt, ist auch sehr schnell weg. So, ich arbeite da mit verschiedenen Maklern zusammen und wenn jetzt ein Klient kommt und sucht sich eine Immobilie, dann kriege ich dann auch die Angebote, die noch nicht irgendwo im Web stehen, hat man Zugang dazu und das sind dann meistens die interessantesten Objekte. Okay, macht Sinn. So, was man jetzt hier bekommt, das ist ja auch immer die Frage, was muss ich denn jetzt für so eine Villa bezahlen? Also ich habe jetzt hier eine Villa im zentralen Hochland gemietet, großes Grundstück, das Bild im Hintergrund ist hier mein Garten, 10 Zimmer, 240 Quadratmeter oder so und ich zahle hier etwa 1.400 Euro Miete jeden Monat. Klingt gut. Jetzt fragt man sich, kalt oder warm, spielt überhaupt keine Rolle, weil ich brauche hier weder Heizkosten noch eine Klimatisierung. Ich habe einfach sonst gar keine Energiekosten. Und Wasser kostet ungefähr 1 bis 2 Euro pro Monat. Das ist jetzt kein Scherz. Das ist wirklich so. Also man kann hier sehr günstig leben. Und vielleicht noch ein Thema, das für uns Deutsche in Deutschland völlig ungewohnt ist. Man kann sich hier auch Hausangestellte leisten, weil die Kosten sind günstig. Also ich habe hier zum Beispiel einen Gärtner, der kommt 2-mal die Woche für 2 Stunden, hält den großen Garten tipptopp in Schuss und der kriegt pro Monat 55 Euro. Klingt gut. Ja, vielleicht auch ein Grund mehr jetzt für den einen oder anderen Zuschauer und Zuhörer, Mauritius sofort auf die Shortlist zu setzen. Dann die Kosten hast du jetzt schon ungefähr genannt. Jetzt für die typischen, sagen wir mal, digitalen Nomaden, die eher in der Expat-Gegend wohnen, wie du erwähnt hast, wäre es ja dann entsprechend wahrscheinlich noch günstiger, ne? Weil du bist jetzt, so wie ich verstanden habe, nicht direkt am Strand, oder? Aber wie ist das so, wenn man mehr so, sagen wir mal, am Strand wohnen will? Gut, wenn man am Strand wohnen will, dann ist das Ganze teurer. Dann kann man da locker 40-50% draufrechnen. Aber auch am Strand oder sagen wir mal in Küstennähe. Direkt am Strand gibt es nur sehr wenig Angebot und das ist dann auch extrem teuer. Würde ich auch gar nicht so empfehlen. Aber in Küstennähe
Das heißt, dass man innerhalb von 5 Minuten an den Strand gelaufen ist. Mhm. Da kriegt man dann, wenn man eine schöne Villa haben will in einem Resort, das fängt so zwischen 800.000 und 1 Million an. Und bei 1,5 Millionen Dollar kriegt man dann schon eine alleinstehende Villa in einem der Top-Resorts der Insel. Das heißt, man bekommt deutlich mehr hier für sein Geld als in Deutschland. Mhm. Was man hier allerdings nicht bekommt, sind kleine Wohnungen oder kleine Häuser, weil die gibt es einfach nicht. Weil die Baukosten sind hier so niedrig, dass es keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt ein 100 Quadratmeter oder 150 Quadratmeter Haus baue. Verstehe. Schön. Dann müssen wir trotzdem noch auf ein ernstes Thema zu sprechen kommen. Und zwar Steuern und Finanzen. Ist ja immer noch so ein Block, der auch sehr interessant ist. So, was erwartet mich jetzt an Steuern? Wie hoch sind Steuern auf Mauritius? Jetzt vielleicht weniger für die Einheimischen, kannst du vielleicht kurz zwar mit erwähnen, aber wichtig ist ja vor allem, wenn ich jetzt da hinkomme, habe jetzt eins dieser Visa-Arten, die du vorhin ja schon erwähnt hast, alle. Was passiert jetzt, wenn ich Auslandseinkommen habe? Und zwar kann man das ja vielleicht nochmal getrennt betrachten, wenn das zumindest bei der Insel Sinn macht. Und zwar einmal habe ich vielleicht so passives Einkommen wie Dividenden zum Beispiel. Oder ich habe eben aktives Einkommen. Das heißt, ich sitze da auf meiner Terrasse mit meinem Notebook und arbeite und werde dafür halt zum Beispiel bezahlt. Oder ich manage und leite mein Unternehmen, das irgendwo im Ausland ist, habe aber sozusagen mein Direktorenzimmer auf Mauritius. Also, zunächst mal, die Steuersätze sind hier sehr niedrig. Es gibt einen Flat-Steuersatz, sowohl Körperschaftsteuer als auch die individuelle Steuer, der liegt bei 15%. Dann gibt es auf der Unternehmerseite bestimmte Tätigkeiten, vor allem im Finanzdienstleistungsbereich. Da gibt es dann noch eine 80-prozentige Steuergutschrift, Tax Credit, und das reduziert dann die effektive Körperschaftsteuerlast von 15% auf 3%. Das gilt übrigens auch für Export-Business inklusive Dropshipping. Also sehr interessant für Leute, die im physischen Trading beheimatet sind. So, jetzt auf der individuellen Seite ebenfalls 15%. Jetzt hat Mauritius ein sogenanntes Remittance-Based Steuersystem. Das heißt, eigentlich ist das Welteinkommen steuerpflichtig, aber von dem Einkommen, und jetzt muss man ganz genau hinhören, was das heißt, nur das Einkommen, was in Mauritius oder von Mauritius aus erwirtschaftet wird, ist in Mauritius steuerpflichtig. Das heißt, wenn ich jetzt von hier aus mein Unternehmen irgendwo auf der Welt manage und dafür Geld bekomme, dann muss ich das hier in Mauritius versteuern. Wenn ich hingegen passives Einkommen habe, wo ich aktiv nichts dazu beitrage, und das ist im Ausland und bleibt im Ausland, wird also nicht nach Mauritius überwiesen, dann muss ich das hier noch nicht mal bei der Steuer angeben. So, in dem Moment, wenn ich jetzt das zum Beispiel überweisen würde, dann würde der Betrag, den ich überweise, versteuert werden müssen, oder muss dann plötzlich der Unternehmensgewinn der Auslandsfirma zum Beispiel? Nein, nur das, was hierher kommt. So, da gibt es aber auch einen Workaround. Manche meiner Klienten, die haben zum Beispiel große Vermögenswerte im Ausland. So, wenn Sie jetzt hier diese Aufenthaltsgenehmigung beantragen, dann wird auch immer danach gefragt, was für ein Vermögen hast du denn? Und das sollte man auch genau angeben, weil wenn man dann in Zukunft, wenn man hier schon steuerlich ansässig ist, dann aus dem vorhandenen Vermögen schrittweise was nach Mauritius überweist, dann muss dieses Vermögen nicht versteuert werden, weil es ja schon vorhanden war. Man muss allerdings klar beweisen können, dass das nicht aus Erwerbstätigkeit kommt. Das heißt, am besten dann getrennte Konten im Ausland haben. So, das heißt, man würde jetzt das Einkommen, das passive Einkommen im Ausland belassen und das, was hier nach Mauritius fließt, aus vorhandenem Vermögen deklarieren. Macht Sinn. Wobei, so wie ich verstanden habe, passives Einkommen ja auch nicht
normal besteuert wird, sondern nur das, was jetzt durch meine Leistung. Also, ja, gut, wir kommen jetzt da noch drauf zu sprechen. Also passives Einkommen ist ja bei vielen Erträge zum Beispiel aus Trading, also wenn man Börsengeschäfte macht. Da muss ich dazu sagen, eine Kapitalgewinnsteuer, eine Capital Gains Tax, gibt es hier in Mauritius überhaupt nicht. Also sämtliche Trading-Gewinne im privaten Vermögen müssen nicht besteuert werden. Und deswegen ist Mauritius ein Paradies für private Trader. Und ich kenne auch den einen oder anderen, der genießt hier voll sein Leben und macht dann halt seine privaten Aktien, ETF-Geschäfte oder was auch immer. Gilt übrigens auch für Immobilien. Also auch Immobiliengewinne sind nicht steuerbar. Es gibt übrigens auch gar keine Grundsteuer. Also es gibt hier eine ganze Menge Steuermöglichkeiten. Also ich fasse nochmal zusammen. Immobiliensteuer, wie gesagt, Tradingsteuer fällt weg. Dann haben wir gesagt, wie sieht es mit Dividenden aus einer Unternehmensbeteiligung zum Beispiel aus? Okay. Also Dividenden, die jetzt, wenn du zum Beispiel dein mauritisches Unternehmen zum Beispiel als Investment Holding aufziehst und unter dieser Investment Holding dann Beteiligungen im Ausland hast und die ausländische Gesellschaft zahlt dann eine Dividende an die mauritische Holding. Die ist zu 15% zu versteuern, abzüglich 80% Tax Credit. Das heißt, effektiv sind das nur 3%. So, und jetzt wird es besonders interessant. Eine Dividende, die ich als steuerlich in Mauritius ansässige Privatperson aus einem in Mauritius ansässigen Unternehmen bekomme, sind komplett steuerfrei. Das heißt, wenn ich jetzt aus meiner Holding, die jetzt die ausländische Dividende mit 3% versteuert hat, da wiederum dann eine Dividende in mein Privatvermögen rausziehe, muss ich das nicht nochmal versteuern. Ja, schon spannend. Also da gibt es jetzt nicht so viele Länder, in denen das so geregelt ist, muss man einfach mal so sagen. Ja. Das Und ist wenn ich zum Beispiel, sagen wir in dem Moment, wenn ich nach Mauritius ziehe, habe ich jetzt schon eine Unternehmensbeteiligung noch in irgendeinem anderen Land, im Ausland. Und also es ist kein Unternehmen, was ich in Mauritius gegründet habe, auch keins, was ich unter eine mauritianische, wie sagt man das, Holding? Mauritische, okay. Also keins, was ich unter die mauritische Holding setze. Sondern es ist einfach so, ich bin Gesellschafter in irgendeiner ausländischen Firma und bekomme dort am Jahresende Gewinnausschüttung. Steuerfrei oder nicht? Ja, ist es passives Einkommen? Das heißt, ich bin Gesellschafter, bin nur Anteilseigner. Du bist nur Anteilseigner, aber nicht Geschäftsführer oder hast sonst keine Funktion? Habe ich abgegeben, meine Geschäftsführertätigkeit. Ja, dann ist es wieder ein passives Einkommen und wenn es nach Mauritius überwiesen wird, dann 15%. Wenn es im Ausland verbleibt, nichts. Okay. Klasse. Und dann das wollte ich einfach gerne nochmal wiederholen, damit es auch dann, sagen wir mal, in der verschriftlichten Form auch nochmal besonders auftaucht. Du hast gesagt, also Dropshipping ist auch noch ein sehr interessanter Punkt. Also die Dropshipper zum Beispiel, weil die dann nur noch eine verkürzte Steuer von 3% Körperschaftssteuer auch bezahlen müssen. Ja, da ist es sogar in diesem Bereich, also Export-Business und Dropshipping, hat einen speziellen Steuersatz, der liegt eben bei 3%. Das heißt, ich kann jetzt über meine mauritische Gesellschaft zum Beispiel Waren in China einkaufen, direkt nach Frankreich oder Belgien oder sonst wohin liefern lassen, ohne dass die Ware auch Mauritius nur berührt. Dann ist das auch dadurch mit abgedeckt, durch diesen günstigen Steuersatz. Also ist wirklich eine tolle Lösung, was da auf die Beine gestellt worden ist. Jetzt, Ja, absolut. Wir hatten über Bankensysteme ja schon gesprochen. Das taucht ja immer wieder auch bei der Frage Steuern, Finanzen, Unternehmensgründung etc. auf. Wie ist denn aber jetzt Mauritius zum Thema Kryptowährung eingestellt? Ja, das ist natürlich ein sehr diffiziles Thema. Da gibt es zwei Blöcke. Einmal die Regierung und das Economic Development Board. Das ist der One-Stop-Shop für ausländische Investitionen und Investoren. Die wollen Mauritius zum Blockchain-Hub Nummer 1 in Afrika machen.
Die sind also daran interessiert, dass die ganzen Fintechs hierher kommen und ihre Geschäfte machen können. Da wurde dann auch schon zum Beispiel eine wirklich sehr gute Sandbox-License ins Leben gerufen, wo man sämtliche regulatorischen Risiken an die Regierung abgeben kann, auch in sehr frühen Phasen von einer neuen Technologie und dann einfach frei operieren kann. Dann gibt es auf der anderen Seite die Banken, die wollen mit Kryptowährungen nichts zu tun haben. Und das geht so weit, dass wenn man einen Businessplan einreicht und dann ein Bankkonto eröffnen will und irgendwo in dem Businessplan steht das Wort Krypto drin. Und wenn es nur in einem Satz heißt, wir engagieren uns nicht in Kryptowährungen, dann wird das rausgefiltert, steht Krypto drin, lehnen wir ab. Der Kampf ist noch nicht entschieden. Also ich bin natürlich für Flexibilität, gerade auch im Finanzwesen, für alternative Börsenplätze, für alternative Zahlungsarten, Zahlungssysteme und so weiter. Und ich spreche auch öfters mit dem EDB und auch mit Banken und sage das auch immer wieder. Leute, wenn ihr als Regierung von Mauritius diesen Bereich fördern wollt und die eigenen Banken torpedieren das Ganze, dann funktioniert es auf lange Sicht nicht. Und ich schätze mal, dass es Schritt für Schritt kryptofreundlicher wird, das Umfeld. Aber im Moment ist es eben noch nicht so der Fall. Okay. Schön. Dann sind wir eigentlich so fast durch das Thema, außer vielleicht noch mal ganz kurz beim Thema Steuern und Finanzen. Wir hatten ja heute schon ein-, zweimal das Thema Immobilien, zum Beispiel auch bei der Visa-Beantragung, auch dann später beim Wohnen und Leben auf Mauritius besprochen. Gibt es zum Thema Steuern und Finanzen noch irgendwas, was vielleicht interessant wäre in Bezug auf Immobilien in Mauritius? Weil ja, das also Thema ist. Ja, da gibt es jetzt ein spezielles Incentive für sogenannte Property Development Schemes for Senior Living. Das heißt, das sind jetzt bestimmte Immobilienobjekte, die von einem Property Developer entwickelt werden, die speziell für die über 50-Jährigen gemacht werden. Da kann man sich dann auch zum Beispiel ein lebenslanges Wohnrecht sichern, dann für spätere Pflegebedürftigkeit sich absichern, diese ganzen Geschichten. Und zum einen wird ein solcher Property Developer für 5 Jahre von der Körperschaftsteuer freigestellt. Und jeder, der jetzt als Privatperson eine solche Immobilie, meistens ist es ein Apartment, manchmal auch Villen, kauft oder sich so ein lebenslanges Wohnrecht erwirbt, der wird dann auch für 5 Jahre von der individuellen Steuerpflicht befreit. Das ist interessant. Also warum machen die das? Also wollen die den Immobilienbau fördern oder was steckt da dahinter, dass die Regierung so ein Programm aufsetzt? Also die mauritische Regierung musste ja jetzt in den letzten 200 Jahren immer wieder extreme Verwerfungen managen. Da ist dann irgendwann mal die Haupteinnahmequelle Zuckerrohr weggebrochen, weil der Zuckerpreis kollabiert ist. Dann ging das später mit den Textilien weiter. Es gab dann eine ähnliche Entwicklung. Und Mauritius musste sich also immer wieder neu erfinden. War aber sehr erfolgreich. Und da komme ich auf eine Frage am Anfang des Interviews zurück. Wie war das mit der wirtschaftlichen Entwicklung? Und da muss ich sagen, bis Covid war Mauritius eins der ganz wenigen Länder auf der Welt, das in den letzten 40 Jahren keine Rezession hatte. 40 Jahre lang ununterbrochenes Wirtschaftswachstum. In Corona ging es natürlich brutal in die Knie, aber wir erholen uns jetzt also wieder sehr deutlich. Im letzten Jahr hatten wir ein Wirtschaftswachstum von 7,8%. Also da können wir in Europa nur von träumen. Mhm. So, und jetzt hat Mauritius vermutlich bedingt durch die Covid-Krise und die wegbleibenden Touristen gesagt, wir machen jetzt auch einen kleinen Strategiewechsel. Wir öffnen uns in Richtung Silver Economy. Mit anderen Worten, Rentner aus aller Welt, kommt hierher nach Mauritius und verbringt euren Lebensabend hier. Und deswegen werden diese Incentives
ausgesprochen. Wir haben hier eine rege Bautätigkeit, also hier stehen alle Zeichen auf Expansion. Und wenn ich jetzt mit Unternehmern hier rede, die reden von Wachstum, die reden nicht von Rückgang. Es ist also ein völlig anderes Umfeld. Und ich muss sagen, da fühle ich mich so richtig wohl und werde zurückerinnert an deutsche Verhältnisse vor 20 Jahren. Ja, klingt gut. Schön. Dann, wenn jetzt jemand sich Mauritius mal so angucken will, einfach sagen, ich komme mal da vorbei, ich will mir das jetzt mal angucken zum Beispiel. Gibt es da irgendwelche Tipps von dir noch oder generell vielleicht, also an jemanden, der sich einmal angucken will oder jetzt vielleicht auch weitergehen will? Hast du Tipps als Experte von Mauritius, wie man das jetzt angeht? Also wenn man jetzt Mauritius auf der Shortlist hat. Also ich habe eine sehr ausführliche Webseite konzipiert. Die ist jetzt auch schon eine Zeit lang online. Die nennt sich pro-mauritius.com. Das sind eigentlich alle die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, sind da detailliert aufgeführt. Wer sich speziell für Immobilien interessiert, kann auch ein kostenloses Spezialdossier abfordern. Und das ist das eine. Und ich setze jetzt gerade noch eine weitere Webseite auf. Auswandern mit Plan, also auswandern-mit-plan.com. Da werde ich in Kürze ein kostenloses Planungshandbuch Auswanderung auch zur Verfügung stellen, sodass also Interessenten volle Informationen bekommen. Klasse. Wir blenden das natürlich wie immer unten ein und werden auch die Websites, die du genannt hast, in die Videobeschreibung mit einfügen für unsere Zuschauer und Zuhörer. Schön. Dann, ich freue mich auf jeden, der anfragt und jeden, der hierher kommt. Na klar. Dann generell nochmal lass uns mal in die Zukunft blicken. Also so in 10, 20 Jahren, wie siehst du die Zukunft von Mauritius als Auswanderungsziel oder als Ziel, um von dort aus zu arbeiten? Also es ist so, wir sehen jetzt gesamtwirtschaftlich weltweit vermutlich so eine Zweiteilung zwischen Europa und Nordamerika, also so, sagen wir mal, der westliche Teil, und einer eher multipolaren Weltordnung im übrigen Teil. Das heißt, in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehe ich hier im Bereich Asien, Afrika, Nahe Osten sehr viel mehr wirtschaftliches Potenzial, günstigere, also ich sehe da ein langfristiges Wirtschaftswachstum. Und wenn ich jetzt mal 10 Jahre in die Zukunft schaue, dann sehe ich Mauritius als Tor nach Afrika weiter unangefochten an der Nummer 1 stehen, aber mit sehr viel mehr Geschäft, was in Afrika stattfindet und wo ein wahrscheinlich nicht unwesentlicher Teil auch über Mauritius laufen wird. Hinzu kommt dann der Ort an der Schaltstelle zwischen Indien, China und Afrika, und auch da sitzt Mauritius sehr gut. Das heißt, die Ampel steht auf grün, ganz klar. Okay, das war doch ein schönes Schlusswort. Ich habe allerdings noch 2, 3 kurze Schlussfragen meist an unsere Gäste. Die eine ist, wenn ich jetzt nur mal eine kurze Stippvisite in Mauritius machen würde, eine Woche, länger, das Wochenende, wie auch immer, was muss ich unbedingt gesehen haben? Ein Tipp, nur ein. Du meinst jetzt an Sehenswürdigkeiten? Was muss ich unbedingt mal, wo muss ich mal hin? Also es gibt hier den Nationalpark im Südwesten, da gehen die Berge direkt bis ans Meer ran. Das muss man einfach gesehen haben. Die Le Morne-Halbinsel im Südwesten. Dann gibt es natürlich viele wunderschöne Strände, fantastische Golfplätze, darunter den mal höchst dekorierten im ganzen Indischen Ozean. Das war doch schon mal was. Genau. Und dann gibt es im Zentrum noch so ein paar wunderschöne Wasserfälle, 7-farbige Erden. Es gibt einen Canyon, der ist fast unberührt. Unglaublich schöne, vielgestaltige Sachen gibt es hier. Toll. Dann, wenn ich jetzt im Restaurant bin, gibt es irgendwas in der lokalen Küche, was ich unbedingt mal probiert haben muss? Guter Tipp. Es gibt hier sehr vielgestaltige Küchen, einfach bedingt durch die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Also wer gerne indisch essen will, kommt hier voll auf seine Kosten.
Die kreolische Küche, die ist ans Indische angelehnt, gibt es auch in allen Variationen. Es gibt chinesische Küche, es gibt gute Pizzerias. Was ich noch vermisse, ist ein wirklich guter Grieche. Aber ansonsten hat man hier die volle Auswahl und Essen gehen ist günstiger als in Deutschland. Ja. Ich vermisse ja überall immer den deutschen Bäcker. Ja, also ich backe dann in der Regel immer selbst mein eigenes Brot, aber das habe ich ja, glaube ich, schon 100-mal im Podcast erzählt. Alle Zuschauer und Zuhörer wissen das schon. Ich komme eigentlich, egal wo ich wohne, und ich war schon in vielen Ländern unterwegs, ohne mein deutsches Brot eigentlich nicht lange zurecht. Ja, also ich habe meine eigene Brotbackmaschine hier importiert, backe mir mein Brot auch selbst. Aber du wirst lachen, es gibt hier 2 deutsche Bäckereien oder sagen wir mal, die Brot backen, das so gut schmeckt wie in Deutschland auch. Es ist zwar relativ teuer, aber es schmeckt wirklich sehr gut. Also man kommt hier auf seine Kosten. Okay, klasse. Jetzt letzte Frage noch, gibt es irgendeinen Fehler, den man unbedingt vermeiden muss, wenn man auf Mauritius wohnt? Also so ein Fettnäpfchen, was man unbedingt umgehen muss als Ausländer? Also Lärmquellen genau anschauen, sich die Immobilie genau angucken. Wenn ich eine Immobilie kaufen würde, ich bin jetzt sehr lärmempfindlich, also ich würde mir dann im Zweifel aus Deutschland dann Schallschutzfenster, vor allem fürs Schlafzimmer, einbauen lassen, weil bellende Hunde nachts, das ist an vielen Stellen ein Problem. Okay, dann haben wir auch darüber noch gesprochen. Gut. Aber das hat man ja in vielen Ländern, das Thema, muss man dazu sagen, im Ausland, ja. Schön, du. Also vielen, vielen herzlichen Dank, Hartmut. Das war wirklich ein schönes Gespräch. Wir haben viel dazu gelernt. Gerne, Daniel. Du hast ja schon gesagt, wie man dich am besten erreichen kann. Die Frage brauche ich zum Schluss gar nicht nochmal mitstellen. Wir blenden es, wie gesagt, am Ende des Videos und auch in der verschriftlichten Form auf der Webseite Perspektive Ausland ja mit ein, wie interessierte Zuschauer direkt mit dir Kontakt aufnehmen können. Hat mir sehr gut gefallen, das Gespräch, hat mir viel Freude gemacht. Dann Danke. Bleib fröhlich und ja. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Vielleicht, warum soll das zweite Mal auf Mauritius sein? Fröhlich und entspannt wie das ganze Leben hier auf Mauritius. Genau, dann vielen Dank. Ciao, ciao. Okay, also bis dann. Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.